Am Flughafen Tolmatchowo in Nowosibirsk entfaltete sich eine wahre Detektivgeschichte. Stellen Sie sich vor, zwei Migranten, die in einem Goldminenbetrieb in der Region Irkutsk arbeiteten, beschließen, einen großen Coup zu landen. Sie stehlen einen Teil des Edelmetalls und machen sich, kaum dass ihre Schicht beendet ist, auf den Weg nach Nowosibirsk. Der Plan war einfach: in ein Flugzeug steigen und für immer mit der Beute aus Russland verschwinden. Doch da gab es ein Problem. Die Transportpolizei schläft nicht. Bei der Durchsuchung der Koffer wurden sie misstrauisch. Offenbar bemerkte ein geübtes Auge, dass der Griff des Gepäcks verdächtig massiv war und in der Kaffeebüchse im Koffer war etwas, das offensichtlich schwerer als Instant-Kaffee war. Also beschlossen die Mitarbeiter, ihre Vermutungen zu überprüfen und entdeckten das versteckte Gold und Silber. 2 Kilogramm Edelmetall sind etwa 4,4 Pfund und der Wert des Fangs beträgt über 16 Millionen Rubel oder rund 175.000 Dollar. Eine beeindruckende Summe, für die man ein luxuriöses Haus oder mehrere Luxusautos kaufen könnte. Aber jetzt ist die einzige Unterkunft, die den Kriminellen winkt, die Zellen der Untersuchungshaft. Die Polizei hat bereits ein Strafverfahren eingeleitet und den Festgenommenen drohen bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe. Ihr Plan ist gescheitert, aber dieser Fall ist nur einer von vielen. Vor nicht allzu langer Zeit versuchte ein Mann im selben Tolmatchowo 32.000 Dollar in bar aus Russland zu schmuggeln. Der Versuch scheiterte und nun droht seinem Geldbeutel ein ernsthafter Schlag. Eine Geldstrafe bis zum 10-fachen des Wertes der geschmuggelten Ware. Das war eine ganz schöne Fahrt. Es scheint, der Flughafen Tolmatchowo wird zu einer echten Falle für Schmuggler. Vielleicht versucht gerade jetzt jemand, etwas Ähnliches durchzuziehen. Hoffen wir, dass die Transportpolizei wachsam ist. Nun, wir machen weiter. Moskau, Flughafen Scheremetjewo. Hier, unter Tausenden von Koffern, fiel einer durch eine sehr spezielle Ladung auf. Darin befand sich ein lebendiger, gefiederter Raubvogel, dessen Wert auf dem Schwarzmarkt 50.000 Dollar erreicht. Das ist ein Gärfalke. Ein äußerst seltener Falke, der in Russland vom Aussterben bedroht ist. Und dieses spezielle Exemplar war schon fast ins Ausland unterwegs, aber zum Glück für den Falken durchkreuzten die Spezialdienste im letzten Moment die Pläne der Schmuggler. Die Festnahme erfolgte blitzschnell. Einer der Verbrecher, der noch einen Moment zuvor selbstsicher Bestechungsgelder verteilt hatte, erkannte plötzlich, dass der Spaß vorbei war. Der FSB übernahm den Fall. Mehrere Personen wurden festgenommen. Unter ihnen waren auch die Arbeiter, die unbemerkt Koffer mit illegaler Ware in die Container schmuggelten. Der Plan war raffiniert. Das Gepäck wurde mit einem Flug verschickt, aber es gab keinen Passagier mit einem Ticket. So flog das Gepäck an einen anderen Ort der Welt, wo es von den Empfängern abgeholt wurde. Doch dieses Mal lief alles nicht nach Plan. Die Grenzbeamten befahlen der Besatzung des Flugzeugs, das nach Jerewan flog, den Start zu stoppen. Während die Piloten auf weitere Anweisungen warteten, wurde der Gepäckraum geöffnet und dort fand man zwischen den Koffern einen Käfig. Darin befand sich ein prächtiger Falke, dessen Heimat irgendwo in Tschukotka oder Kamtschatka liegt, 7000 Meilen von hier entfernt. Aber wie konnte ein solcher Vogel überhaupt zum Objekt des Schmuggels werden? Die Sache ist die, dass im Nahen Osten, wohin der Flug unterwegs war, die Falkenjagd. Ein Zeichen von Luxus, das nur den reichsten Menschen zugänglich ist. Und Gretschoten sind besonders wertvolle Helfer, denn sie sind nicht nur schnell, sondern blitzschnell. Dieser Vogel kann Geschwindigkeiten von über 180 Meilen pro Stunde erreichen. Nach dem gescheiterten Schmuggelversuch muss dieser seltenste Vogel in Quarantäne und sich erholen. Wenn die tierärztliche Kontrolle keine Probleme feststellt, wird er in die Wildnis zurückgebracht. Diejenigen jedoch, die versucht haben, ihn zu stehlen, erwartet ein anderer Weg, direkt hinter Gitter. Den Schmugglern drohen bis zu 7 Jahre Freiheitsstrafe. China, Stadt Shenzhen. Ein gewöhnlicher Tag am Zoll im Bezirk Futian. Doch plötzlich zieht ein Passagier die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter auf sich. Der Mann geht, gelinde gesagt, ungewöhnlich. Der Rücken ist gerade, die Knie beugen sich nicht, die Bewegungen sind eingeschränkt. Es ist, als wäre es kein Mensch, sondern ein Roboter. Natürlich verstehen die erfahrenen Zollbeamten sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Die gewöhnliche Gepäckkontrolle ergibt nichts, keine verbotenen Gegenstände. Aber als der Passagier durch den Metalldetektor ging, ertönte ein Alarm. Wahrscheinlich hatte dieser Metalldetektor noch nie so recht. Der Bürger wurde gebeten, die Oberbekleidung auszuziehen, und hier offenbart sich ein wahres Wunder der Ingenieurskunst. In der chinesischen Auslegung stand natürlich ein Mensch vor den Zollbeamten, der buchstäblich mit Smartphones umwickelt war. 94 iPhones, das sind fast 20 Pfund. Elektronik. Jedes von ihnen war mit Isolierband am Körper befestigt, was etwas wie eine kugelsichere Weste bildete. Die Pakete mit den Telefonen lagen eng an Brust, Rücken, Beinen und sogar Armen an. Kein Wunder, dass der Gang des jungen Mannes sehr lächerlich war, wie ihm so eine Idee überhaupt in den Kopf kommen konnte. Die Sache ist die, dass der Schmuggel von Gadgets in China ein florierendes Geschäft ist. Trotz der Verfügbarkeit offizieller Modelle auf dem Schwarzmarkt sind gestohlene Smartphones sehr gefragt und der Weiterverkauf kann enorme Gewinne bringen. Dieser iPhone-Mann hoffte offensichtlich, den großen Gewinn zu machen, aber leider wurde er von seiner eigenen Unvorsichtigkeit im Stich gelassen.
Ironischerweise wiegt ein modernes Smartphone nicht mehr als 7 Unzen, aber wenn man 94 Stück an sich bindet, kann man sie nicht verbergen. Die chinesischen Behörden kämpfen immer noch gegen solchen Schmuggel. Aber auf jede Maßnahme der Behörden folgt eine neue Erfindung der Schmuggler und der Kreis schließt sich. Interessant, ob jemand etwas noch Verrückteres erfinden wird? Flughafen Scheremetjewo, ein gewöhnlicher Tag, Hunderte von Passagieren, Tausende von Koffern und eine Person, die beschlossen hat, dass der beste Weg, den Flug zu erreichen, darin besteht, als Gepäck zu reisen. Ein junger Mann, offensichtlich angetrunken, nähert sich dem Gepäckförderband. Anstatt zum Check-in-Schalter zu gehen, springt er einfach auf das sich bewegende Band und begibt sich auf eine Reise. Zuerst versucht er, auf dem Förderband zu laufen, aber Schwerkraft und Alkohol sind unvereinbare Dinge. Er gerät ins Schleudern, verliert das Gleichgewicht, seine Schuhe fliegen von den Füßen und schließlich gibt er auf. Aber das Interessanteste lag noch vor ihm und leider wurde nicht von der Kamera erfasst. Das Band transportiert den Mann in den Bereich der Gepäcksortierung, wo die Koffer vor dem Verladen in die Flugzeuge gescannt werden. Und hier stellt sich heraus, dass unser Gepäck nicht den Standardmaßen entspricht. Der Mann bleibt im Röntgenscanner stecken, wie ein übergroßes Paket. Er kann sich nicht mehr selbst befreien. Der Sicherheitsdienst kam zur Hilfe. Bald darauf trafen auch andere Flughafenmitarbeiter ein. Der betrunkene Reisende hatte wahrscheinlich auf ein Ticket in die Business Class gehofft, erhielt stattdessen jedoch ein direktes und unwiderrufliches Ticket zur Polizeistation. Chinesische Zollbeamte haben in ihrer Karriere viel gesehen, aber ein Mann, der versuchte, über 100 Schlangen in seinem eigenen Hosen in das Land zu schmuggeln, ist jenseits von Gut und Böse. Am 10. Juli 2024, der uns bereits bekannte Grenzübergang Futian, gelegen an der Grenze zwischen Hongkong und dem Festland China. Ein ganz gewöhnlicher Passagier geht durch den grünen Korridor, er ist sicher, dass ihm niemand unnötige Fragen stellen wird. Aber die Zollbeamten bemerken es. Der Mann verhält sich seltsam. Er ist nervös und sein Gang ist so vorsichtig, als würde er einen lebensgefährlichen Trick ausführen. Die Verdachtsmomente verstärken sich und der Mann wird zur Kontrolle geschickt. Und hier beginnt das Interessanteste. In den Hosentaschen des Kontrollierten finden Sie 6 kleine Pakete, die mit Klebeband umwickelt sind. Die Mitarbeiter öffnen sie und sind äußerst überrascht. In den Paketen winden sich Schlangen. Ein Anblick, der ehrlich gesagt nicht angenehm ist. Insgesamt 104 lebende Reptilien in den unterschiedlichsten Farben und Größen. Rote, rosa, weiße. Einige der Schlangen gehören zu seltenen Arten, die in China in freier Wildbahn nie gesehen wurden. Wohin brachte der Mann sie? Wahrscheinlich auf den Schwarzmarkt. China ist eines der größten Zentren der Welt für den Handel mit exotischen Tieren. Seltene Schlangen können hier Tausende von Dollar wert sein. Deshalb beschäftigen sich Dutzende, wenn nicht Hunderte von chinesischen Bürgern mit solch schmutzigen Geschäften wie Schmuggel. Aber unser Fall hat ein Ergebnis. Die gesamte lebende Fracht wurde beschlagnahmt, der Schmuggler wurde festgenommen und nun muss er sich vor dem Gesetz verantworten. Flughafen Krasnodar. Ein gewöhnlicher Tag, gewöhnliche Passagiere und ein sehr ungewöhnliches Gepäckstück. Ein Bürger Usbekistans geht durch den grünen Korridor mit Plastikbehältern. Auf den ersten Blick nichts Verdächtiges, aber als die Zollbeamten hineinschauen, weiten sich ihre Augen stark, denn in den Behältern befinden sich 2 Leoparden und ein weißer Bengaltiger. Diese Kleinen sind keine Plüschtiere, sondern lebende Raubtiere, die erst 1,5 bis 2,5 Monate alt sind. Sie wurden erst kürzlich von der Mutter entwöhnt und waren zu schwach, um sogar selbstständig Milch zu trinken. Aber das Schlimmste war, dass in ihren Pfoten Katheter gefunden wurden. Offenbar hatte der Schmuggler ihnen Beruhigungsmittel verabreicht, damit die Kätzchen während des Fluges keinen Lärm machen. Der Verbrecher plante, sie ohne jegliche Dokumente aus Russland herauszubringen. Er hoffte offensichtlich, dass die niedlichen Kätzchen keine Aufmerksamkeit erregen würden. Aber zum Glück scheiterte der Versuch und nun drohen dem erfolglosen Schmuggler bis zu 7 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 1 Million Rubel. Und was ist mit den Tieren? Sie wurden in den Zoo von Krasnodar gebracht, wo Spezialisten ihre Kräfte wiederherstellen werden. Flughafen Vnukovo, Passagierströme, Koffer, die üblichen Fragen der Zollbeamten. 2 Männer gehen durch den grünen Korridor und behaupten, sie hätten ausschließlich persönliche Gegenstände dabei. Aber ihre Taschen sehen viel zu voll aus. Die Inspektoren entscheiden sich, das Gepäck zu überprüfen. Sie öffnen eine Tasche, Zigaretten. Sie öffnen die zweite, wieder Zigaretten. Die dritte, raten Sie mal. Am Ende zählten die Zollbeamten mehr als 2.500 Packungen. Ein echtes mobiles Tabaklager. Diese Zigaretten wurden in Armenien hergestellt, aber sie haben keine russischen Steuerbanderolen. Das bedeutet, wir haben es mit Schmuggelware zu tun. Und wie sich die Untersuchung zeigte, wird die Partie auf mehr als 1,5 Millionen Rubel geschätzt. Nun drohen diesen Unternehmern bis zu 10 Jahre Gefängnis. Denn gemäß den russischen Gesetzen ist der illegale Import von Tabakwaren ein schweres Verbrechen. So kann eine missglückte Reise nach Moskau für Sie in eine lange Reise an einen Ort münden. Nicht allzu weit entfernt. Stellen Sie sich einen gewöhnlichen Tag am Flughafen vor. Passagiere gehen durch die Kontrolle und ihre Koffer durch den Röntgenapparat.
Es scheint nichts Ungewöhnliches zu sein, aber dann erscheint auf dem Bildschirm ein Bild, das die Mitarbeiter schockierte. In einer der Taschen befindet sich ein kleines Kind. Diese Geschichte ereignete sich 2012 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein ägyptisches Paar entschied, dass der beste Weg, ihr 5 Monate altes Baby mitzunehmen, darin bestand, es einfach im Gepäck zu verstecken. Der Grund? Das Kind hatte kein Visum und die Eltern wollten nicht auf dessen Ausstellung warten. Sie dachten, sie könnten das System einfach umgehen. Wörtlich, aber hier liegt das Problem. Die Scanner an Flughäfen. Das ist kein Spielzeug. Sie verwenden Röntgenstrahlen und ein Baby diesen auszusetzen, ist gelinde gesagt eine sehr schlechte Idee. Als die Flughafenmitarbeiter das Baby aus der Tasche holten, war es glücklicherweise in Ordnung. Seine Eltern hingegen nicht. Sie wurden festgenommen und wegen Schmuggel und Gefährdung des Lebens des Kindes angeklagt. Also wenn Ihnen plötzlich die Bürokratie langwierig und ermüdend erscheint, denken Sie einfach daran, dass es besser ist, 2 Tage auf ein Visum zu warten, als 2 Jahre mit Gerichtsverfahren zu verbringen. Bemerkenswert ist, dass dies nicht der einzige Fall von Kindertransport ist. Im November 2018 wurde in Dubai eine Tasche entdeckt, in der sich ein weiteres lebendes Baby befand. Zusammen mit dem Kind befanden sich im Gepäck Dinge, die für den Flug im Flugzeug notwendig waren. Die Eltern des Kindes konnten nicht ermittelt werden. Darüber hinaus gibt es die Vermutung, dass das Baby von völlig fremden Personen am Flughafen zurückgelassen wurde. Laut inoffiziellen Angaben versuchten Kriminelle, die das Kind in Pakistan entführt hatten, die Tasche mit dem Kind ins Ausland zu transportieren. Dank der Wachsamkeit der Sicherheitsmitarbeiter konnte das Verbrechen verhindert und das Kind gerettet werden. Das Baby wurde zusammen mit den anderen Gegenständen, die sich in der Tasche befanden, herausgeholt. Anschließend wurde das Kind untersucht. Es stellte sich heraus, dass es vollkommen gesund ist. Derzeit befindet es sich in Sicherheit und sein Leben ist nicht in Gefahr. Das Kind sah etwa 5 Monate alt aus. Es wird jedoch nicht angegeben, wann genau das Kind gefunden wurde. Wir wollen hoffen, dass es den gefundenen Kindern gut geht. Gehen wir weiter. Heute habe ich über verschiedene Gepäckstücke im Gepäckraum gesprochen. Einige Fälle schienen lustig, andere unheimlich. Aber das, was in Liverpool passiert ist, verdient es definitiv, die Grundlage für die Handlung einer schwarzen Komödie zu werden. Stellen Sie sich vor, am Check-in-Schalter steht eine Frau, neben ihr älterer Ehemann im Rollstuhl mit einer Sonnenbrille. Eine ruhige Familienreise. Nicht ganz. Die Flughafenmitarbeiter wurden misstrauisch, weil der Mann sich nicht bewegte. Und, wie sich herausstellte, nicht ohne Grund. Er war tot. Der Tod trat mindestens 12 Stunden zuvor ein. Die Frau und ihre Tochter behaupteten, dass er noch lebte, als sie zum Flughafen fuhren. Ja, er sah blass aus, aber das bedeutet nicht, dass er tot war, erklärte die Tochter empört. Dennoch bestätigten die Ärzte, dass der Mann lange vor ihrer Ankunft verstorben war. Die Polizei nahm die Verwandten fest, weil sie versuchten, eine verstorbene Person ohne Benachrichtigung der Behörden zu transportieren. Sie wurden später gegen Kaution freigelassen. Aber die Frage blieb, war es ein verzweifelter Versuch, den Papierkram zu vermeiden? Oder ein misslungener Plan, um bei der Überführung des Körpers zu sparen? Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch den Flughafen, versuchen Ihren Flug zu erreichen und alles um Sie herum passiert ruhig durch die Kontrolle. Aber eine Person zieht plötzlich übermäßige Aufmerksamkeit auf sich. Er sieht nicht aus wie alle anderen. Warum? Weil unter seinem Mantel eine kugelsichere Weste versteckt ist und er feuerfeste Hosen trägt. Das ist nicht nur ein auffälliges Erscheinungsbild. Es ist ein klares Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Die Sicherheitsmitarbeiter des Flughafens Los Angeles entdeckten dies und begannen eine gründliche Überprüfung. Was sie im Gepäck dieses seltsamen Mannes fanden, schockierte sie. Der 28-jährige US-Bürger chinesischer Herkunft, Yunda Huang Harris, versuchte Messer, mehrere Schlagstöcke und Handschellen an Bord des Flugzeugs zu bringen. Aber das ist noch nicht alles. Der Mann hatte Plastiktüten dabei, die normalerweise für den Transport von Leichen verwendet werden. Auch fand man bei dem Mann eine Rauchgranate. Was hatte er mit diesem Arsenal vor und wie hat er es geschafft, durchzukommen? Die erste Sicherheitskontrolle? All das bleibt ein Rätsel. Es war sehr glücklich, dass man dem Mann schließlich Aufmerksamkeit schenkte. Es ist durchaus möglich, dass seine Absichten alles andere als friedlich waren und er an Bord des Flugzeugs hätte tun können, was er wollte. Vermutlich war der Mann auf dem Weg aus Japan. Wie die Ermittler herausfanden, waren alle Handlungen des jungen Mannes zur Beförderung des Arsenals sorgfältig geplant. Infolgedessen wurde Harris für den Transport gefährlicher Güter zur Verantwortung gezogen. Es ist nicht ganz klar, welche Motive hinter diesem seltsamen Verhalten standen, aber eines ist offensichtlich. Es war nicht nur ein zufälliger Passagier, sondern ein potenzieller Verbrecher, unberechenbar und gefährlich.